Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Heute geht es weiter beim Frame-Off-Resto-Projekt hier von der Corvette. Und zwar beginne ich heute die Karosserie abzuheben. Ich zeige euch, wo man die Bodymounts löst und wie der Wagen angehoben wird. Zumindest die Variante, die ich gewählt habe. Es gibt verschiedene Möglichkeiten dazu. Ja, viel Spaß. So, müssen wir erstmal die Räder hinten abmachen. So, sieht ja sehr schön aus hier. Oh Mann, hat auch schon bessere Zeiten hinter sich. Und dann sitzt hier drin ein Bodymount. Und hier an der Stelle sitzt auch noch ein Bodymount. Die werden wir jetzt losmachen. So, dann sitzen noch jeweils ein Bodymount links und rechts hier in den Kickpanels. So, dann sind noch jeweils links und rechts Schrauben hier vorne. Und ja, wenn wir die los haben, dann sind eigentlich alle Bodymounts ab und kann man die Karosserie abheben. Ja, um das Ganze sicher abzustützen, empfiehlt es sich auf jeden Fall, die Front ein bisschen zu sichern. Deswegen ja, sind hier so zwei Spanngurte drüber gezogen. Die fixieren die Front, dass die Nase nicht abknickt, weil es wäre ja ein bisschen blöd, wenn die vorne dann nach unten abfällt. Jetzt können wir nämlich auch die Front vorne lösen. Hey, abonniere doch den Kanal. So, wir machen jetzt die Spanngurte hier dran fest, um die Karosserie anzuheben. Bin mal gespannt, ob das alles funktioniert hier, aber es sieht gut aus. So, großen Moment. Schaltgestänge, macht den Abgang. Ja, wie man hier sehen kann, die Bodymounts, die scheinen schon mal erneuert worden zu sein. Vor nicht allzu langer Zeit, oder? Beziehungsweise in Edelstahl. Lass mal runter. Dann haben wir hier einmal einen Rahmen und eine Karosserie. Sehr schön.
Den Rahmen haben wir dann im Anschluss zur Seite gefahren, damit wir einen Anhänger unter der Hebebühne platzieren konnten, um dann die Karosserie dort absetzen zu können. Lässt du runter, oder? So, haben wir jetzt die Karosserie hier auf einem kleinen Hänger. Und dann schieben wir die jetzt einmal hier rum. Dann können wir nämlich parallel dazu arbeiten. Der Tank ist auch wahrscheinlich am besten zu ersetzen. Ist auch schon Rost drin, wie man sieht. So. Hier in der Traverse vom Differential war anscheinend auch mal eine Maus. Teilweise aber auch Rost. Aber das ist nur die angeschraubte Traverse vom Rahmen. Und der Rahmen selbst sieht im Vergleich dazu deutlich besser aus. Die Traversen haben häufig hier oben Rost, weil sich das Wasser auch hier drin sammeln kann. Und die sind auch nur an den Rahmen hier angeschraubt, also hier drunter. Beziehungsweise in solchen Gummilagern. Im Zustand ist die wirklich sehr gut. Es gibt so gut wie keinen Plattenrost hier im Rahmen. Es scheint auch schon mal so, entweder hat den Rahmen schon mal jemand verarbeitet oder zumindest hier auch die Benzinleitungen sind schon mal erneuert worden. Die Bremsleitungen sind auch schon mal neu gemacht worden. Was man jetzt auch sehr schön sehen kann, ist dieses Wet Brakes and Products Fahrwerk. Das ist auch sehr interessant. Hier sieht man die Dreieckslenker. Auch hier mit der Plattfeder vorne. Vom Rahmen her auf jeden Fall gut. Auch keine Unfallschäden erkennbar, alles gerade. Hier ist nichts gestaucht. Die Längsträger. Der André ist heute fleißig mit dabei. Der schraubt auch hier gerade an der Antriebswelle. Die sind natürlich auch ein bisschen fest, teilweise dreht die auch mit. Aber eins nach dem anderen geht es hier weiter. Okay. Demnächst in diesem Theater. Ja, wie es mit der Karosserie und der Corvette weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Schaltet auf jeden Fall wieder ein und abonniert den Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Ciao.